Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und könnt euch mit den Gegebenheiten dieser Zeit arrangieren. Ich möchte euch heute mit dem Video ein Zeichen der Zuversicht setzen und zwar den Flyer Yoga und Wandern 2021 vorstellen. Zunächst möchte ich mich aber erstmal beim Thomas bedanken, der mir seinen Kanal Wandern mit Herz zur Verfügung stellt. Und einen lieben Dank auch an Anja. Danke Anja. Die hat den Flyer für mich gestaltet, liebevoll gestaltet. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Zuschauen. Auch in diesem Jahr ist es mir ein Herzenswunsch, unsere Yoga-Wandersaison mit einem Frühjahrsputz zu beginnen. Ich möchte gerne der Natur etwas zurückgeben. Dafür bietet sich die Wanderroute um Planitz natürlich förmlich an. Unser Treffpunkt ist am 24.04. um 10 Uhr in der inneren Zwickauer Straße 112. Und es wäre gut, wenn ihr Mülltüten, Handschuhe und natürlich gute Laune mitbringt. Wenn ihr möchtet, können wir auch anschließend in den schönen Schlosspark ein kleines Picknick machen. Für das nötige Proviant müsstet ihr aber selbst sorgen. Diese besagte Wanderung geht von dem Planitzer Bad aus über das Naturschutzgebiet am Kreuzberg. In dem Naturschutzgebiet laufen wir an einem Steinbruch vorbei, durch eine Siedlung Richtung Wasserturm und von da aus Richtung Alexanderhöhe und zum Schlosspark. Und als Dankeschön möchte ich euch im Schlosspark eine kleine Yoga-Einheit für den beanspruchten Rücken spendieren. Danach geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt und dort sammle ich den gesamten Müll ein, packe ihn in beschriftete Tüten, die ich von der Abfallentsorgung Zwickau bekommen habe. Danke nochmal dafür. Ich danke nochmal allen, die 2020 mit dabei waren und freue mich auf rege Beteiligung in diesem Jahr. Unsere erste Yoga-Wanderung ist sehr idyllisch gelegen, von der Lochmühle zur Talmühle. Diese Yoga-Wanderungen finden statt am 22.05., der 26.06., der 1.08. und der 29.08. um 10 Uhr. Die Länge der Yoga-Wanderung beträgt ca. 9 Kilometer und wir treffen uns oberhalb der Lochmühle an dem Parkplatz. Hierfür habe ich für euch eine Postleitzahl. Das ist die 08144 Hirschfeld. Abseits von Hirschfeld in unberührter Natur wandern wir auf Wald- und Feldwegen von der romantisch gelegenen Lochmühle bis zur Gaststätte Talmühle in Stangrühl. Von der Talmühle aus geht es dann ein kleines Stück die Nebenstraße entlang und bergauf. Danach wandern wir durch ein kleines Waldstück und finden unsere Yoga-Wiese. Wir überqueren die Irrfahrtsgrüner Straße und kommen dann zum Waldrand. Wir laufen ein kleines Stück durch einen schmalen Pfad und unser Waldweg wird dann unterbrochen von einem Feld, welches wir überqueren. Am gegenüberliegenden Waldrand geht es dann zurück zur Lochmühle. Dieser Wanderweg ist sehr gut fürs Barfußlaufen. Barfußlaufen über Tannennadeln und Wurzeln. Das stimuliert unser Nervensystem sowie unsere Organe. Unsere Körperhaltung passt sich dem Untergrund der Füße an und dadurch können Haltungsschäden ausgeglichen werden. Wir können anschließend natürlich unsere Füße in den nahegelegenen Bach säubern und kommen dann an einer Quelle vorbei, wo wir noch etwas trinken können. Und dann geht es zurück zur Lochmühle. Unsere nächste Wanderung führt uns nach Niedergrienitz. Am Ortseingang befindet sich linker Hand der Treffpunkt auf dem Wanderparkplatz. Für das Navi ist die Postleitzahl 08144 Hirschfeld.
und die Termine sind hierfür der 29.05., der 25.07. und der 21.08. Wir laufen gemeinsam ca. 6 Kilometer. Aber zuerst geht es über Wiesen bis rechter Hand vor der Einmündung des Vogtsbaches die Quarksteine zu sehen sind. Es sind große, wollsackige Granitblöcke. Diese Felsen sind sagenumwoben. Und der Ursprung des Namens Quarkstein ist mit Zwergstein gleichzusetzen. Dies zeigt die Verbindung zur Sage. Denn nach dieser Sage soll er in geraumer Vorzeit ein Schloss getragen haben und später als Behausung für Zwerge gedient haben, die dort ihr Unwesen trieben. Vielleicht entdecken wir ja welche, denn genau dort möchte ich mit unserer Begrüßungsrunde beginnen. Danach werden wir einen kleinen Bach überqueren und kommen somit in Kontakt mit dem Element Wasser. Die kühlende Kraft der Vergänglichkeit lässt die anschließende Wärme und Geborgenheit der Erde besser wahrnehmen und genießen. Gemeinsam gehen wir dann weiter. Wer mag, gerne barfuß bergauf durch den Wald Richtung kleinen Filzteich. Er wird zurzeit als Karpfenteich wirtschaftlich genutzt und an seinen Ufern wachsen seltene Moorpflanzen. Dort lädt uns eine romantische Halbinsel ein zur Meditation. Wir umlaufen anschließend den kleinen Filzteich und überqueren die Straße. Dort sehen wir auch schon die schön gelegene Wolfersgrüner Talsperre. Die Grinitz sollte kurz unterhalb der Quarksteine angestaut werden, doch nach dem Bau einer Vorsperre in Wolfersgrün wurde das Projekt beendet. Aber uns allen bleibt natürlich der wunderschöne Talgrund, den wir durchwandern werden. Nach der Abschlussrunde überqueren wir nochmal das kühle Nass und kommen dann an unseren Ausgangspunkt, dem Waldparkplatz, an. Ich finde, diese Wanderung zeichnet sich durch die Vielfalt mit dem Element Wasser aus und ist auch mit seinen 6 Kilometern bequem zu erlaufen. Unsere dritte Wanderung führt uns nach Kirchberg zu der Berglandschaft Hohenforst, welche auch als UNESCO-Welterbe bekannt wurde. Unser Weg geht über die alten Bingen des Hochwaldes und diese Yoga-Wanderung ist 8 Kilometer lang. Wir treffen uns jeweils um 10 Uhr auf dem Parkplatz zwischen dem Kreiskrankenhaus Kirchberg und dem Wasserwerk Burgersdorf, Schneeberger Straße 36 in 08107 Kirchberg. Die Termine für diese Wanderungen sind der 3.7., der 7.8. und der 4.9. Bei dieser Wanderung lernt ihr wunderschöne Berglandschaft kennen und lieben und der reizvolle Ausblick über das Erzgebirgsland bis hin zu den Bergen des Vogtlandes rundet das Panorama und unsere Yoga-Wanderung ab. Auf diesem Weg wird Wissenswertes durch Schautafeln vermittelt und mit Yoga verbunden. Der dort verbindliche Engländerstollen dient als typisches Winterquartier für Feldmäuse, Lurche und Insekten. Auch Kriechtiere finden dort ihr Zuhause. So bietet die alte Bergbauhalde Wohnraum für viele Vogelarten, Insekten und Kleinsäuger sowie für ganz seltene Pflanzen. Der kleine Hirschstein mit seiner alten Buche, deren Wurzeln sich mit dem Felsen verbunden haben, ist genau der richtige Ort, um auch selbst in die Stille zu gehen und sich mit der Natur zu verbinden. Die große Forstwiese mit ihrer atemberaubenden Flora und Fauna lädt uns zu unserer Yogastunde förmlich ein. Und danach gehen wir über den Gerichtsweg vorbei an der Gerichtseiche zu unserem Gangspunkt zurück. Diese Yoga-Wanderung verbindet Informatives durch Schautafeln und die Natur
in einer einmaligen Landschaft und bringt uns in die Harmonie mit Körper, Geist und Seele. In diesem Jahr habe ich auf vielfachen Wunsch eine zusätzliche Wanderung mit reingenommen, und zwar ist das die Elstertalwanderung. Sie findet am 17.07., am 14.08. und am 11.09. jeweils um 10 Uhr statt. Dafür ist der Treffpunkt der Parkplatz am Landhotel Alt-Joggetal 08543 Pöhl, Ortsteil Joggetal, Dorfaue 1. Diese Wanderung ist mit 10 Kilometer die längste in diesem Jahr und hat sich zu einem richtigen Highlight durch das Triebtal und das Elstertal hin zur Talsperre Pöhl entwickelt. Dank der größtenteils bewaldeten Strecke ist die Yoga-Wanderung auch bei heißem Wetter seine Reise wert und zeigt das Vogtland von seiner schönsten Seite. Wir beginnen die wildromantische Wanderung mit der Überquerung der gewaltigen Eisenbahnbrücke. Auf ihr hat man eine wunderschöne Sicht ins Tal, die schöne Aussicht und die luftige Höhe ist perfekt für Atemübungen. So aktivieren wir unseren Kreislauf und steigen dann voller Vorfreude hinab ins Tal. Am kalten Bach entlang führt uns der Weg bis zur markierten Teufelskanzel. Hier mündet der Bach in die Weiße Elster. Die zahlreichen Wiesen laden uns ein, die Wanderung mit einer Yogastunde zu vervollständigen. Anschließend können wir ein gemeinsames Picknick am Flussbett genießen. Nach dem Picknick laufen wir vorbei an Lochbauer über eine romantische Holzbrücke. Der nächste Streckenabschnitt führt uns zu wunderschönen Aussichtspunkten. Dabei sollten wir den Moseturm mit seiner perfekten Aussicht auf das Wasser und den weiten Bergen des Vogtlandes nicht vergessen. Der letzte Teil unserer Yoga-Wanderung geht meist bergab, sodass wir die Auszeit auf Zeit nun energiegeladen beenden können. Die Wanderung durch das Triebtal inmitten der vogtländischen Schweiz zeichnet sich durch eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt und den wildromantischen Flusslauf mit seinen zahlreichen Aussichtspunkten aus. Ich hoffe, die kleine Vorschau auf die Yoga-Saison 2021 hat euch neugierig gemacht, sodass ihr die Auszeit, die ich euch biete, nutzt, um aus der stressbeladenen Zeit mit all seinen Hindernissen zu entfliehen. Taucht mit mir ein in die Urkraft der Natur, um mit Yoga neue Energie für den Alltag zu tanken. Bitte denkt daran, dass die Anmeldungen nur verbindlich über mein Telefon möglich sind. Die Nummer dafür lege ich unten in die Infobox. Gern kannst du bei mir Gutscheine erwerben, welche eine Gültigkeit von einem Jahr haben. Diese kannst du nutzen für Firmen-Events, individuelle Geburtstagsfeiern oder Mädchentage und so weiter. Das fördert den Teamgeist und die Verbundenheit. In jeder meiner Wanderungen sind enthalten eine Anfangsrunde, Atemübungen, Entspannung, Achtsamkeitsübungen, Meditation, Körperübungen, ein gemeinsames Picknick, Tiefenentspannung, eine Endrunde mit Selbstreflexion. Zu jeder Wanderung solltest du dich bekleiden, eine Yogamatte, eine dünne Decke, festes Schuhwerk, Essen, Trinken für das gemeinsame Picknick, Regenbekleidung, ein kleines Handtuch und viel Zeit für Achtsamkeit. Gern biete ich auch eine Mitfahrgelegenheit ab Zwickau an und die Unkosten pro Yoga-Wanderung und Person betragen 30 €. Ich behalte mir vor, jede dieser Wanderungen individuell zu gestalten und freue mich sehr, euch kennenzulernen. In der Infobox findest du noch ein Video speziell zu einer Yoga-Wanderung und ein Link zu meiner Webseite bei Yoga Vidya. Ich freue mich auf interessante Begegnungen mit euch. Haltet bis dahin den Frieden in euren Herzen. Hari Om Tat Sat.